Hey Hosters und Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil Tanky Online. Natürlich, wie sollte es anders sein, auf meinem wunderschönen großen Account mit Donner und mit Hornet. Ich sollte mal ein Status-Update dazu geben, ob ich das mal mit diesem Lüften ausprobiert habe. Aber ihr wisst ja, Trends, das ist nichts für mich. Und entsprechend habe ich dann eher Silikon genommen und alle Fenster und Türen gut versiegelt. Abgesehen davon ist es natürlich manchmal gut zu lüften. Profi-Tipp aber, wenn es draußen zu stark regnet, vielleicht die Fenster geschlossen halten, nicht, dass ihr euren Parkettboden damit beschädigt. Gut, also, ansonsten kommen wir mal heute zu einem Retro-Thema und eine witzige Geschichte an dieser Stelle. Ich dachte mir so kürzlich, Feuerrot, ja, könnte man spielen. Und dann, ich glaube, so eine Woche später kam dann die offizielle Ankündigung, dass Feuerrot und Blattgrün für die Switch erscheinen. Ich fand das war wirklich ein lustiger Zufall. Also, wenn ihr euch bedanken wollt bei einer Person, ja, dann gerne bei mir. Vielen Dank, dass du uns Feuerrot und Blattgrün für die Switch gegeben hast. Bitteschön, kein Problem. Ja, das ist so, wie wenn ich halt hier in Tanky irgendwelche Zukunftsvorhersagen mache und genau so ist es da auch. Okay. Ja, davon immer abgesehen. Ich habe mich sehr gefreut, wenn ich anderen Leute ein bisschen so damit eine Freude machen konnte, mal hier auf dem Kanal Yu-Gi-Oh! Gezeigt zu haben. Ob ich das Ganze jetzt öfter mache, weiß ich nicht. Ich hatte an sich aber schon so die Überlegung, ja, vielleicht könnte man auch einfach mal so Spiele hier zeigen, die ich damals gerne gespielt habe. Und und das dann halt einfach als, wie soll ich sagen, dann als Serie fortführen, ne, halt einfach, dass das halt so ein fester Bestandteil wird, irgendwas Altes, was ich gespielt habe. Und gut, okay, bei dem Yu-Gi-Oh! Spiel jetzt im Allgemeinen ist das eher weniger der Fall. Das lohnt sich da nicht, weil es halt einfach ziemlich langweilig ist. Es ist halt ja nicht mal eine Story, es ist immer nur Duell und mehr nicht. Ja. Insofern, das ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich wollte das dennoch zeigen, weil ich habe halt auch in letzter Zeit ziemlich viel Yu-Gi-Oh! Geguckt und dann war das irgendwie schon so ein bisschen so naheliegend. Und dann habe ich, auch wenn ich mit dem aktuellen Kartenspiel nichts mehr anfangen kann und auch keine Lust habe, mich da so reinzudenken, habe ich mir trotzdem jetzt tatsächlich mal ein paar Karten bestellt oder so vorgefertigte Decks. Einfach so. Falls ich mal Lust habe, am Abend irgendwie, weiß ich nicht, warum auch immer, keine Ahnung. Ja, habe ich jedenfalls gemacht. Aber nur dieses Speed-Duell, was so eine vereinfachte Form wohl sein soll, ich glaube, das ist für mein Boomer-Verständnis doch ganz okay. Wie gesagt, in diese ganzen neuen Sachen will ich mich gar nicht so wirklich reindenken. Genau, aber wenn wir schon bei Pokémon waren, ich habe so das Gefühl, dass da so die ein oder anderen Streamer, ich weiß es nicht, oder, also vielleicht machen die das mit Absicht, damit sie coole Clips machen können, weil es voll witzig ist oder so. Ja, oder es ist halt tatsächlich so, dass sie es nicht wissen. Aber für mich wirkt das so, als würden die jetzt halt auf diesen Zug mit aufspringen, weil halt viele natürlich zu Recht sagen, dass das ihre Kindheit ist und die wittern jetzt halt da natürlich ihre Chance, so davon zu profitieren, was ja jetzt halt auch legitim ist, natürlich, ja, aber man merkt bei manchen, dass das eben doch nicht ihre Kindheit ist, ja, sondern dass die jetzt halt da einfach so mitziehen, weil halt viele darüber reden. Und das merkst du halt so an solchen Sachen wie zum Beispiel, was passiert, wenn ein Pokémon vergiftet ist im Team. Ja, der Bildschirm fängt so ein bisschen an zu glitschen. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Hoffentlich. Und hast du halt also ich weiß nicht, wie es bei den neuen Pokémon-Spielen ist, keine Ahnung, ich habe schon lange kein Pokémon mehr gespielt, was so neue Sachen angeht. Aber jedenfalls bei den alten war es halt so, ne? Genauso wie zum Beispiel VMs, ja, du hast da kein wildes Pokémon oder so, das auf einmal für dich Zerschneider, Surfer, Fliegen und sonst was kann. Ja, wenn, dann musstest du das deinen eigenen Pokémon beibringen. Oder EP-Teiler. Also, es ist nicht selbstverständlich, dass dein gesamtes Team EP bekommt für irgendwelche Kämpfe, sondern halt nur die Pokémon, die im Kampf aktiv waren. Oder wenn du dann einen EP-Teiler halt hattest, dann halt natürlich nur das Pokémon, was dann den EP-Teiler bekommen hat. Und solche Sachen
Und dann wundern sich da Leute so, hä, was ist denn jetzt los? Zum Beispiel, wenn der Screen auf einmal so ein bisschen rumglitscht und wissen halt nicht, was damit gemeint ist. Da denke ich mir so, okay, gut. Ja, scheinbar willst du so tun, als ob. Ne? Okay, soll ja jeder spielen, was er will, ist mir doch egal. Aber ja, witzig zu sehen, wie auf einmal Leute da so kurz mal Panik bekommen. Na klar, okay, früher als Kind, also habe ich auch kurz Panik bekommen. Ja, aber okay, ja, das ist halt Kindheit. Das ist Kindheit. Ansonsten, ja, ich weiß nicht, ich habe mir auch in letzter Zeit ziemlich viele, ganz ehrlich, dieses Video, ja, ich werde hier nicht mehr über TO reden oder so. Also wenn ihr irgendwas über Tanky Online erfahren wollt, dann schaltet ab. Ich werde jetzt wirklich hier nur so ein Retro Blabla-Gespräch mit mir selber führen, okay? Aber ansonsten, wenn ihr gerade irgendwie am Kochen seid oder so, dann lasst es doch sehr gerne im Hintergrund laufen. Viel Spaß damit. So, und ich hoffe, dass die Kartoffeln, die ihr macht, auch lecker sind. Gut. Dann können wir jetzt also weitermachen. Ganz genau. Also jedenfalls habe ich mir auch in letzter Zeit, ich weiß nicht, ich hatte da so irgendwie, ich wollte mir eigentlich Pokémon Silber kaufen. Habe ich auch gemacht. Und man muss dazu sagen, ich habe damals, als ich ein Kind war, Pokémon Silber geschenkt bekommen. So. Und jetzt muss ich mir das für teuer Geld nochmal selber gebraucht kaufen. 30 €, okay. Aber trotzdem. Und naja, jedenfalls, das habe ich mir dann gekauft. Da habe ich sehr gefreut, dass das dann ankam. Und doch, haha, wunderbar. Aber in dieser Zeit, also als ich das dann, ich wollte einfach mal schauen, was gibt es denn dann noch so. Und ich wusste, ich hatte damals auch so ein, für den Game Boy Advance, ich hatte damals ein Advance SP, also das war diese Klapp-Variante. Und ich wusste, da habe ich noch irgendein Yu-Gi-Oh! Spiel damals gespielt. Keine Ahnung, wann ich das abgegeben habe, aber jedenfalls, ich habe damals irgendein Yu-Gi-Oh! Spiel gehabt. Ich wusste aber auch nicht mehr welches. Dann habe ich halt geschaut, was gibt es denn da so für Spiele. Habe ich mir auch irgendeins dann ersteigert, auch für ein paar Euro. Dann habe ich das gespielt, kürzlich, und ich war so ein bisschen enttäuscht. Ich weiß nicht mal, ob es das Spiel war, keine Ahnung. Aber ich war schon so ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich gestehen. Ich fand das früher wirklich toll. Warum? Ich hatte damals zu dieser Zeit, da gab es schon den Nintendo DS, aber den hatte ich noch nicht. Es gab ja auch schon damals natürlich Yu-Gi-Oh! Spiele für den Nintendo DS. Die waren natürlich viel cooler. Aber ich hatte keins. Und da habe ich mir irgendwo in so einem Gebrauchtwarenladen halt das Ganze mal gekauft gehabt. Wie gesagt, ich weiß auch nicht mal, was das für ein Spiel war. Aber ich fand das voll cool damals und habe das gerne gespielt. Und dann habe ich mir halt, wie gesagt, halt irgendeins gekauft, wovon ich dachte, ja, das könnte das gewesen sein. Weil es war halt verbunden mit dem Battle City Turnier. Ich weiß, Alter, Leute, die kein Yu-Gi-Oh! Geguckt haben, die werden sich fragen, was erzählst du da? Ey, aber Battle City Turnier war geil, ne? So. So, okay. Jedenfalls habe ich mir das geholt und dann habe ich halt ein bisschen gespielt und ich war so, yo, das kann schon sein, dass es das war, aber diese Grafik, das alles so richtig verpixelt, was ja auch einen gewissen Charme ausmacht. Aber dann hast du da diese Karten auf deiner Hand, ja, so auf dem Bildschirm. Und du kannst nicht mal so wirklich erkennen, was ist denn das überhaupt? Weil das halt alles so verpixelt ist. Ja, gut, okay. Jedenfalls, ich weiß nicht, keine Ahnung, interessiert euch das, was ich da so für Spiele habe? Ich habe mir auch, wie gesagt, ne, an dem Tag, ich habe geguckt, was gibt. Und dann wird ja einem immer mehr vorgeschlagen, so an, hier, guck mal, diese Auktion gibt es gerade noch mit diesem Spiel und das und blablabla. Und da habe ich mir auch Pokémon, das TCG, das von damals, das so ein altes Spiel für den Game Boy, habe ich mir auch für ein paar Euro dann geholt. Obwohl ich nicht einmal in meinem Leben mit Pokémon-Karten gespielt habe. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe zwar jetzt das Spiel hier, also theoretisch kann ich das jetzt spielen, ja, auf meinem Game Boy Color. Ey, da muss ich auch noch was sagen. Aber ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja? Ich weiß, da irgendwie halt, ja, du musst da so Energiekarten halt aufs Feld legen und dann, je nachdem, wie viele Energiekarten du hast, kannst du die benutzen, um dann Attacken auszuführen und so. Aber ja, keine Ahnung. So, ich weiß jetzt nicht, wie man da gewinnt in dem Spiel. Ob man halt alle Pokémon vernichten muss vom Gegner oder... Ich habe keine Ahnung. Aber jedenfalls, okay, wenn ich will, ich kann das jetzt auf meinem Gameboy spielen und dann verstehe ich das Spiel auch.
Aber das habe ich mir geholt. Ja, ich könnte euch da irgendwelche alten Spiele zeigen, die ich jetzt mittlerweile zu Hause habe. Ich hatte auch ein paar noch damals aus meiner Kindheit, aber da waren jetzt keine Knüller dabei. Also so ein König der Löwen oder Tetris, ja, das hatte ich noch. Aber zum Beispiel hatte ich damals auch Pokémon Silber. Das musste ich dann irgendwann mal abgeben. Und ja, habe ich mir jetzt halt, wie gesagt, für teuer Geld halt wieder geholt. Ja? Und ich habe die Idee gehabt, vielleicht könnte man ja mal, habe ich das schon gesagt? Ich weiß gar nicht, ich rede hier gerade die ganze Zeit nur irgendwas, was in meinen Kopf kommt. Keine Ahnung, ob ich das gerade schon gesagt habe oder ob ich das gedacht habe, aber jedenfalls, ich hatte die Idee, vielleicht einfach mal mich hinzusetzen mit dem Gameboy, mein Handy auszupacken, hinzustellen und damit den Gameboy abzufilmen und dann sozusagen ein Let's Play und dann Pokémon Silber, aber nicht hier cool, ja, sondern so, ja, schon vom Gerät selber, spaßeshalber. Ja, warum? Ich saß einen Abend hier und ich muss sagen, irgendwie, das ist schon entspannt gewesen. Aber muss ich ehrlich sagen, das hatte was, so abends zu sitzen, auf seinem Nintendo zu spielen, so ein bisschen, war irgendwie voll angenehm. Jedenfalls habe ich Yu-Gi-Oh! Gespielt und da war ich gerade in so einem Kampf und dieses Duell, das hat sich so in die Länge gezogen. Ich konnte nicht viel machen, er konnte nicht viel machen, mein NPC-Gegner. Und das hat sich so in die Länge gezogen, dass er nur noch 3 Karten in seinem Deck hatte. Ja, also das Ding wäre sowieso gelaufen für ihn, ich hatte mehr. Und ich hatte ihn aber dann, da hatte ich die Karten, die ich brauchte, ja, das Herz der Karten. Das war auf meiner Seite. Und da hatte ich die Karten, die ich brauchte, um ihn komplett auseinanderzunehmen. Und dann habe ich mein Handy gezückt, habe das Ganze im Grunde aufgenommen von der Couch. Also ich saß so auf der Couch und habe das halt mit einer Hand so, ja, jedenfalls keine gute Aufnahme. Aber ich musste das unbedingt auf Video festhalten, so. Und dann dachte ich mir, vielleicht könnte ich das spaßeshalber mal als Short hier auf meinem Kanal hochladen. Mache ich vielleicht auch noch. Aber halt die kommentierte Version dann davon. Und ja, und dann dachte ich mir, vielleicht könnte man auch so dann mal so ein Let's Play machen. Naja, ich müsste dafür aber für den Gameboy noch ein neues Display besorgen. Habe ich auch schon gemacht. Also unabhängig davon. Aber würde ich jetzt das alte nehmen und das abfilmen, das Ding ist so dunkel, ja, das würde nur spiegeln und da würde man nichts sehen. Ja, deswegen, abgesehen, also unabhängig davon, ja, habe ich mir jetzt halt ein neues Display bestellt, muss ich dann nur mal dann entsprechend einbauen und dann hoffen, dass alles noch immer funktioniert. Und dann habe ich vielleicht den einen oder anderen weiteren Grund, mal öfter das Ding anzumachen, weil so ist es halt natürlich, wenn die Lichtverhältnisse nicht gerade ideal sind, dann siehst du da so wenig, ja, ist nicht so schön. Genau. Aber das jedenfalls dazu. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch sagen wollte. Keine Ahnung. Ja. Ich weiß es nicht. Pokémon habe ich, glaube ich, abgehandelt soweit. Ja, aber also wie gesagt, keine Ahnung, ob ihr das sehen wollt. Ich meine, selbst wenn ihr es nicht sehen wollt, wenn es mir Spaß macht, dann mache ich es trotzdem. Deswegen habe ich Yu-Gi-Oh! Gemacht. Ja, aber das ist irgendwie schön, ja, so mal nochmal für einen Augenblick in seiner Kindheit zu sein und einfach so nochmal das zu machen, was man halt früher gerne gemacht hat. Das ist schon sehr, sehr schön. Wie gesagt, auch wenn ich mir erstmal wieder Sachen dafür nochmal kaufen musste, weil ich die nicht mehr habe. Es war halt jedenfalls früher so. Wenn ich dann was Neues hatte, beispielsweise, also ich hatte früher einen Game Boy Pocket, das Ding war ja noch schwarz-weiß. Und mein erstes Pokémon-Spiel war damals auch Pokémon Silber und das habe ich damals auch nur schwarz-weiß spielen können. Ja? Hatte ja kein Game Boy mit einer Farbe. Und als ich dann mein Game Boy Advance bekommen habe, hieß es dann halt irgendwann so, vielleicht kannst du ja deinen alten Game Boy, den du nicht mehr brauchst, abgeben mit ein paar Spielen. Da musste halt leider auch irgendwann Pokémon Silber dran glauben. Ja. Und da habe ich mir irgendwo in einem Laden halt Pokémon Rubin gekauft für, ich weiß gar nicht, 5 Euro oder so damals. Also halt nur das Spiel jetzt. Ja, war auch schon gebraucht, da war auch ein Spielstand drauf und so. Aber jedenfalls für ein paar Euro da Pokémon Rubin gekauft und wie gesagt, da musste halt das alte gehen, ja.
Hat irgendjemand damals aus der Familie so bekommen. Ja, so, hier, keine Ahnung, der hat da noch nichts, ja, wäre es nicht schön, so, wenn du ihm da deine alten Sachen gibst, da wird sich bestimmt freuen. So, abgegeben. Und als ich dann irgendwann mein Nintendo DS hatte, könnt ihr euch vorstellen, was passiert ist. Genau, dann muss ich halt den Game Boy abgeben, den SP und auch Pokémon Rubin. Und ja, jetzt muss ich mir also noch Pokémon Rubin holen, ne? Damit ich das auch noch habe. Ja, na gut, jedenfalls das dazu, ja. So, ja, und ich meine, das ist jetzt alles, das kostet alles Geld, ne? Das kostet alles Geld. Ich meine, klar, ich muss das nicht machen, aber irgendwie, ich habe mich schon sehr gefreut, als dann hier Pokémon Silber ankam. Ich habe es noch nicht gespielt, aber ich habe es hier. Wenn ich irgendwann mal spielen will, ja, dann habe ich jetzt die Möglichkeit zu spielen. So. Und sogar in Farbe. Ne? Das war mir früher nicht möglich. Okay, außer mit dem Game Boy SP. Advance SP, Entschuldigung. Da war das ja, da konntest du ja halt auch nochmal die alten Spiele spielen. So konnte ich dann, endlich mal Pokémon in Farbe spielen. Aber könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Unterschied war damals von Silber, was du in Schwarz-Weiß gespielt hast, auf Pokémon Rubin zu wechseln? Das war krass. Das war krass. Das war wirklich eine ganz, ganz andere Liga. Ja, gut. Also ich bin da schon sehr, sehr lange dabei bei Pokémon. Ja, wobei, also ja schon, aber auch schon lange raus. Ja, ich habe mir mal Pokémon Mond und Sonne geholt, aber da habe ich auch nicht gespielt. Ich habe mir Pokémon Karmesin geholt, habe ich auch nicht gespielt. Das letzte, was ich wirklich gespielt habe, und das war ein Weihnachtsgeschenk damals, das war Pokémon Diamant. Ja, und das habe ich damals wirklich lange gespielt. Ja, egal, jedenfalls, also, ja, vielleicht werde ich mal das ein oder andere alte Spiel hier mal zeigen, was mir damals Spaß gemacht hat oder so. Ja, mal gucken, ob ihr euch das anguckt oder nicht, ist mir völlig egal. Hauptsache, ich habe meinen Spaß. Und ja, Yu-Gi-Oh! Irgendwie halt auch, ne? Ja, mal gucken. Vielleicht, wenn jetzt dann irgendwann die Decks ankommen, diese Starter-Decks und so. Ich weiß nicht. Ich würde auch, also ehrlich, wirklich, was das angeht, Yu-Gi-Oh! War schon ganz cool, aber ich habe echt keinen Bock, mich in dieses Neue hineinzudenken. Ja, irgendwann hat man dann begriffen, was diese ganzen neuen Karten so machen. Also was heißt neu? Die gibt es wahrscheinlich auch schon Ewigkeiten. Aber ja, wenn man halt dann irgendwann nach der Grundschulzeit aufgehört hat und dann alles andere verschlafen hat, könnt ihr ja vorstellen. Ja, da gibt es ein bisschen was nachzuholen, aber darauf habe ich sowas mal von keine Lust. Ich finde einfach das Alte cool. Ich finde es schön, ja, hier einfach zu sitzen mit einem Nintendo DS und einfach das gute alte Yu-Gi-Oh! Zu spielen, ohne die ganzen komischen neuen Sachen, die es da gibt, sondern höchstens Synchro-Karten und das war's. Oh, Junge. Freunde, ich brauche Hilfe. Ja. Ein bisschen mehr Hilfe wäre besser gewesen. Ich weiß, ich hätte auch da runterspringen können, aber ich wusste nicht, ob mich da irgendjemand im Visier hat. Deswegen war mir alles ein bisschen zu unsicher hier. Wäre natürlich cool gewesen, jetzt hier die Führung zu haben, aber naja. Ich habe mein Bestes gegeben. So, der ist hoffentlich auch schon bald weg. Ja, das dazu. Ich meine, ich habe jetzt hier so viel gequatscht. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt noch erzählen wollte und was nicht. Aber jedenfalls zusammenfassend kann ich sagen, ja, ich bin wieder so ein bisschen in dieser alten Schiene drin. Und keine Ahnung, ich kann euch da teilhaben lassen oder auch nicht. Ja? Also, wenn ich Bock drauf habe, mache ich es trotzdem. Das nur mal so am Rande. Nee, aber jedenfalls, ich wollte euch jetzt daran auch ein bisschen teilhaben lassen. Und ja, keine Ahnung. Vielleicht spielen wir ja demnächst ein bisschen Pokémon Silber oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Ich fand's ja cool bei Silber, ne, dass du halt einfach da auch ich bin mir sicher, ich habe schon irgendwann mal erzählt, weil das war damals meine größte Entdeckung in Pokémon, die ich jemals gemacht habe. Man muss sich ja auch mal vorstellen, ich hatte damals kein Internet, also kaum einer zu dieser Zeit hatte bei uns Internet, ja, also in der Schulklasse, ich weiß nicht, vielleicht 2, 3 Leute oder so,
von denen man das wusste, keine Ahnung. Also wirklich, Internet war nicht so wie heute, ja. So lange ist es her. Ihr denkt wahrscheinlich auch, ich bin schon Mitte 50. Nein, aber so war es halt nun mal damals, ja, damals. Und ja gut, was soll ich sagen? Wie gesagt, mein erstes Pokémon-Spiel war Pokémon Silber. Ja, das ist schon etwas länger her. Und ja, also jedenfalls, ich habe Pokémon Silber wirklich, wirklich lange gespielt, weil ich damals auch für den Game Boy kein anderes Spiel hatte, was mich so sehr gefesselt hat. Also ich hatte im Grunde, wenn ich auf dem Game Boy irgendwas gespielt habe, dann eigentlich wirklich nur Pokémon. Und ich hatte irgendwann die 8 Orden, ich habe irgendwann die Top 4 gemacht, ich war irgendwann der Pokémon-Meister, der Poké-Champ und bin dann noch so ein bisschen durch die Region gelaufen und so, ja, so einfach noch so ein bisschen gespielt. Und irgendwann stand ich halt am Anfangspunkt. Also wie gesagt, kein Internet oder so, ne? Da war es nicht einfach irgendwie hier Komplettlösung und dies und das und Tipps und Tricks. Nein, musstest du ja alles irgendwie dir selber zusammensuchen, indem du halt entweder andere Leute gefragt hast, ja, die halt schon weiter waren, oder indem du es halt selber irgendwie herausgefunden hast. Naja, jedenfalls war ich dann in der Anfangsstadt, ja. Ich habe den Namen vergessen, aber ist ja auch nicht so wichtig. Und da ist halt Wasser. Und ich dachte mir, ja gut, okay. Ich nehme jetzt Surfer und schwimme mal ein bisschen. Da kamen da ein paar Trainer, glaube ich, Pokémon und so, ne? Und ich bin halt immer weiter und war so, wow, wie weit geht denn das da? Und auf einmal bin ich auf einmal in Kanto. Und war so, was ist denn jetzt? Wie, ich bin nicht mehr in der Johto-Region. Wieso bin ich denn jetzt in Kanto? Und konnte da im Grunde nochmal 8 Orden bekommen. Oh, das war richtig cool. Das war wirklich richtig cool. Das hat mir, also das war geil. Muss ich ehrlich gestehen. Das war richtig geil. So, du denkst, du bist so fertig mit Pokémon und auf einmal, also wirklich, ich bin einfach lange nur so ein bisschen rumgelaufen in der Welt. Wie gesagt, ich hatte halt nur dieses eine Spiel, was mich interessiert hat. Und ja, und habe dann halt ein bisschen was ausprobiert. Zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendeine Attacke habe ich an den Bäumen, also an so ganz normalen Bäumen. Oh, was war denn das? Keine Ahnung, irgendeine Attacke habe ich benutzt an Bäumen und also das war halt einfach nur so rumprobieren, weil ich halt mal gucken wollte, was passiert. Und auf einmal, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, das war Kopfnuss. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Attacke war. Du machst die Attacke, dann raschelt der Baum so ein bisschen, auf einmal kommt ein Pokémon aus dem Baum, mit dem du dann kämpfen kannst. Ja, solche Sachen. Naja, wie gesagt, und dann irgendwann mal Surfer benutzt und dann mal rübergeschwommen und auf einmal war ich in Kanto. Ich fand das so geil. Ja, hat auf einmal dieses Spiel viel mehr Inhalt. Richtig cool. Und ich weiß nicht, irgendjemand, ich hab's dann gesagt, man wollte mir nicht glauben. Man wollte mir partout nicht glauben. So, nein, das geht nicht. So, ja doch. Das geht. Ja. Das dazu. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut oder besser, Region, ist ja klar. Wir sehen uns im nächsten Teil und mal schauen, was es dann hier noch so gibt. In dem Sinne, haut rein. Ciao, ciao.